Ich habe noch nie so viel Angst und Sorge um mich herum erlebt wie in dieser jetzigen Zeit. Die Angst greift um sich. Bert Hellinger hat sich schon vor langer Zeit Gedanken zur Lebensangst gemacht. Und deshalb möchte ich Ihnen seinen Text ans Herz legen, worüber er sich viel Gedanken gemacht hat und worin womöglich ein Ausweg liegt, um dieser Angst zu entrinnen. Viel Freude mit dem schönen Text, die Lebensangst. Das Leben macht glücklich und es macht uns auch Angst. Die Angst ist die treibende Kraft, die uns am Leben hält. Daher sage ich heute an diesem Sonntag etwas, wie wir mit dieser Angst auf eine gute und dankbare Weise leben können. Ich sage etwas über die Lebensangst. Was heißt Lebensangst? Die Angst, dass uns etwas Wichtiges fehlt, um unser Überleben zu sichern. Wie zeigt sich diese Lebensangst? Indem wir Vorräte sammeln, um uns gegen schlechte Zeiten abzusichern. Aus Angst, dass uns die Vorräte ausgehen und wir nicht genug zu essen haben. Vielleicht auch, dass wir das Dach über unserem Kopf verlieren. Diese Lebensangst hält uns in Schwung. Alles Leben ist jederzeit auf etwas angewiesen, das es am Leben hält. Daher ist es laufend damit beschäftigt, seine Lebensgrundlagen zu sichern. In früheren Zeiten bedeutete eine Missernte für viele Menschen Hungersnot und Hungertod. Immer noch sind viele Menschen davon betroffen. Heutzutage sichern sich viele Menschen ihre Lebensgrundlage vor allem dadurch, genügend Geld zu verdienen, um sich in Zeiten der Not mit seiner Hilfe zu beschaffen, was sie zum Leben brauchen. Sie gehen nicht mehr selbst auf Nahrungssuche, sondern auf die Suche nach genügend Geld, um gegen eine Hungersnot gewappnet zu sein. Hinter allem wirkt die Angst, eines Tages nicht genug zum Leben zu haben. Die Hungersnot nimmt in unseren Tagen andere Formen an. Wir haben Angst, unsere Arbeit zu verlieren. Die vielen Arbeitslosen sind die heutige Form der Hungersnot. Nahrung gäbe es in vielen Ländern genug, aber nicht genügend Geld, um sie zu kaufen. Was übersehen wir durch diese Angst? Jesus gab uns dazu einen Hinweis.
Schaut auf die Vögel des Himmels. Sie säen nicht, sie ernten nicht, aber mein Vater im Himmel gibt ihnen Nahrung in Fülle. Sie brauchen nur zu suchen. Der Tisch ist reich gedeckt. Doch suchen müssen sie noch. Auch hier gilt, ohne eigene Anstrengung kein Leben. Hinter der Lebensangst mit allen ihren Vorsichtsmaßnahmen steht die Angst, von Gott verlassen zu sein. Die Angst, dass er uns im Stich lässt und dass seine Vorsorge versagt. Wenn wir das Wort Gott vermeiden, fürchten wir, dass die Natur uns im Stich lässt, dass ihre Vorräte ausgehen und wir eines Tages mit leeren Händen dastehen. Gleichzeitig treiben wir in vielerlei Hinsicht um des Geldes wegen an ihr Raubbau, so dass das Geld an die Stelle der Natur und letztlich an die Stelle Gottes tritt. Die begründete Lebensangst, die uns antreibt, für unseren Lebensunterhalt etwas zu leisten, führt uns, wenn wir aus ihr heraus dem Geld den Vorrang geben, weg vom Einklang mit der Natur. In ihrer Entartung erhebt sich diese Lebensangst über die Natur und letztlich über jene schöpferische Kraft, von der jedes Leben in jedem Augenblick abhängt. Etwas anderes wird an seiner Stelle gesucht und gefürchtet. Es führt weg vom Leben statt zu ihm hin. In diesem von uns gemachten Himmel wächst nichts. Dort suchen wir das für unser Leben Grundlegende vergeblich. Wie kommen wir von diesen Irrwegen und Umwegen wieder zurück zur Natur, zurück zu unserer Mutter, der Erde? Wir überwinden diese Lebensangst, indem wir auf sie zugehen, statt von ihr weg. Was ist das Ergebnis? Sie kommt auf uns zu wie eine Mutter und bittet uns an ihren reich gedeckten Tisch. Wir brauchen ihn nur zu suchen, wenn auch auf einem neuen, uns bisher unbekannten Weg. Wer auf seinen Vorräten sitzt, kann der noch gehen? Ist er noch mit etwas Größerem im Einklang? Lebt der noch? Noch etwas wirkt hinter der Lebensangst, dem sie notwendig ins Auge blicken muss. Die Angst vor dem Tod. Ihm vor allem will sie entgehen. Wer dem Tod gelassen ins Auge blickt, wer ihn auf Schritt und Tritt an seiner Seite weiß, der weiß, der Tod bringt jede Not nach einiger Zeit an ihr Ende. Wie das Leben kommt auch der Tod von der Erde. Mit ihr im Einklang
wohin führt er uns? In einem ewigen Kreislauf von Stirb und Werde wieder zum Leben, so wie unser Leben aus einem anderen Sterben entstand. Wie also leben wir gelassen, jenseits unserer Lebensangst? Immer auf der Suche im Einklang mit dem Werde und Stirb, wann immer unsere Zeit und wie immer sie kommt, um zu enden. Wo? In der Erde. Sie bleibt und mit ihr jene Macht, die sie schuf. Die Zustimmung zum Tod, wann immer und wie immer er uns anrührt, ist Hingabe an diese Macht. Sie ist letzte Hingabe. Sie ist Hingabe an das Leben, wie es von ihr kommt und zu der es uns führt, wie es uns jenseits unserer Ängste sicher heimführt, mit unserem Ursprung wieder eins, mit seiner Bewegung eins, wo immer sie uns mitnimmt. Vielleicht in ein nächstes Werde, in ein anderes Werde, wo immer es sein mag.